Hacker sind Kinder im schwarzen Hoodie im Keller oder Dachgeschoss. Hacker sind unorganisiert, nachtaktiv und richtige Nerds. Naja, dieses Video hier zeigt euch, wie viel Ähnlichkeit eigentlich eine der gefährlichsten Hackergruppen der Welt mit einem ganz normalen Tech-Startup hat. Die Professionalität, die sie mit ihren Aktionen an den Tag legen und ihre regulierten Arbeitszeiten. Conti ist eine der berühmtesten und zugleich ertragreichsten Hackergruppen, die es je gab. Allein letztes Jahr, also 2021, wird ihr Einkommen auf etwa 180 Millionen US-Dollar geschätzt. Zum Vergleich, nach dem Statistischen Bundesamt zählt eine Firma mit mehr als 50 Millionen Umsatz zu den Großunternehmen. Und das ist auch kein Wunder. So haben sie beispielsweise einen Zulieferer von Apple und Tesla gehackt. Zulieferer heißt, da waren einige wertvolle Patente von den größten Firmen der Welt dabei. Sie brachten kurzzeitig das irische Gesundheitssystem zum Kollaps, weil sie den offiziellen Health Service lahmgelegt hatten, doch all das sollen ein paar Kinder im Keller gewesen sein. Als Russland die Ukraine im Februar angegriffen hat, hat die Black Hat Gruppe Conti auf ihrer offiziellen Seite ein Statement veröffentlicht. Das Conti-Team kündigt offiziell ihren vollen Support für die russische Regierung an. Wenn irgendjemand sich dazu entscheidet, einen Cyberangriff oder andere Kriegsaktivitäten gegen Russland zu organisieren, werden wir mit all unseren Möglichkeiten die kritische Infrastruktur des Gegners angreifen, schreiben sie. Kurze Zeit später ändern sie das Statement leicht ab und betonen, dass sie keiner Regierung angehören und den laufenden Krieg verurteilen. Alle Nachrichten sind übrigens auf Russisch, sie wurden übersetzt für euch. Strategisch war dieses Statement allerdings eine ziemlich schlechte Entscheidung, denn kurz darauf veröffentlicht ein Twitter-Account mit dem Namen ContiLeaks nach und nach interne Chatnachrichten des gesamten Conti-Teams. Lange wurde vermutet, dass jemand aus Conti ausgestiegen ist, doch es scheint ein ukrainischer Sicherheitsforscher zu sein, der sich Zugang zu den internen Nachrichten von Conti verschaffen konnte. Bei den Chatnachrichten handelt es sich um Jabber und Rocket-Chat-Nachrichten, die bis zu den Anfängen von Conti zurückreichen und vermutlich die intimsten Details einer der größten kriminellen Organisationen preisgibt, die wir je online bekamen. Teilweise, muss man natürlich sagen, ist nicht ganz alles verfügbar. Manche Nachrichten wurden zum Beispiel zusätzlich extern verschlüsselt und teilweise gab es andere Kommunikationskanäle. Dennoch sind so wahnsinnig viele Informationen ans Licht gekommen und Checkpoint Research und Brian Krebs haben diese Unmengen an Daten ausgewertet. Daraus können wir so viel einfach über die Schwachstellen und Probleme der Hackergruppen mitnehmen und eigentlich fast alles problemlos eliminieren, auf das sie bauen. Doch starten wir vorne. Conti ist eine Black Hat Ransomware Gruppe, die sich also besonders große Firmen zum Ziel macht. Es wird explizit nach Firmen mit mehr als 100 Millionen Dollar Umsatz gesucht. Diese wurden zunächst so angegriffen: Man schleust einen Trojaner auf ihrem Rechner ein und der wiederum verschlüsselt alle Daten. Anschließend kann die betroffene Firma sich die Entschlüsselungssoftware via Kryptowährung kaufen. Damit bekommt sie dann all ihre Daten wieder und die Sache ist quasi vergessen. Klassischer Ransomware-Angriff. Conti ist bekannt und vielleicht auch berüchtigt dafür, dass sie übrigens ihr Wort halten. Das heißt, die Daten sind danach wirklich nirgends anders veröffentlicht worden. Ansonsten ist Bezahlung immer so ein bisschen unattraktiv. Relativ früh hat aber Conti das Double Extortion Prinzip angewandt. Bei Double Extortion werden Daten erst gestohlen, sodass die Hacker alle Kundendaten, Patente und Co. in ihrer Kontrolle haben und anschließend werden beim Gehackten die Daten verschlüsselt. Nun kann man zwar ein Backup haben, sodass ein Angriff nicht mehr ganz so dramatisch ist, man kann ja einfach weitermachen. Allerdings haben die Hacker ja auch alle Daten. Bezahlt man hier also das Lösegeld, englisch Ransom, nicht, sind die Daten nicht nur weg, sondern die Hacker können diese Daten auch weiter im Darknet verticken und dadurch Profit machen. Das hat Conti perfektioniert, denn viele Firmen haben überhaupt kein Interesse daran, dass ein Hack öffentlich wird. Es schadet ihrem Ruf und Double Extortion verhindert, dass man es vertuschen kann. Viele Firmen, das geht aus den Conti-Chat-Nachrichten hervor, haben nur das Lösegeld bezahlt, damit es nicht auffällt. Doch das kann ja wohl kaum eine einzige Person allein machen, richtig? Richtig. Conti ist keine Einzelperson, es ist ein Unternehmen. Und zwar gar kein so kleines. Und ein Unternehmen hat Unternehmensprobleme, auch im digitalen, illegalen Raum.
Das größte Problem bei einer hochgradig illegalen Aktion ist natürlich, wie verhindert man, dass die Polizei von allem Wind bekommt? Wie verhindert man, geschnappt zu werden und hat dabei zwischen 60 und sogar bis zu über 100 Mitarbeiter, die Vollzeitkriminelle sind? Mit sehr viel Organisation und Management. Alle Chats, alle Vorstellungsgespräche, alles wurde anonymisiert. Ja, es gibt Vorstellungsgespräche, dazu aber gleich mehr. Über die Chats konnte Checkpoint die Beziehung der jeweiligen Mitarbeiter analysieren. Wie ihr hier sehen könnt, sind das ziemlich viele. Die meisten Mitarbeiter waren Coder, Tester oder Crypter. Die Coder schreiben die Ransomware, also die tatsächliche Software, die all diese Daten stiehlt und verschlüsselt. Sie schreiben Websites, die Conti veröffentlicht oder im Darknet betreibt. Sie schreiben Code, damit andere Mitarbeiter mit ihren Kunden chatten können. Klar, auf ihrem Tun basiert alles. Aber eine Malware sorgt nicht dafür, dass eine Firma gehackt wird. Damit diese Software erstmal zum Einsatz kommen kann, muss die Firma schon gehackt sein. Die Tester stellen sicher, dass die Conti-Malware, also die Ransomware, von keinem Virenschutz erkannt wird. Das erfordert ständiges Anpassen und Weiterentwickeln. An einigen Stellen schreiben sie, alle 4 Stunden kommt eine neue Version raus. Man nennt das für gewöhnlich Obfuscation und das ist genau das, was die Crypter tun. Sie machen Änderungen, verschlüsseln und verstecken den Code der Malware. Insgesamt waren 9 Leute als Crypter und Tester bei Conti tätig. Das geht aus den Nachrichten zumindest hervor. Ein anderes Team, die Reverse Engineers, haben sich, sagen wir mal, inspirieren lassen, indem sie Malware von anderen erfolgreichen Ransomware-Gruppen besorgt haben und die dann analysiert haben. Und statt jedoch die Malware dann am Ende zu was Gutem zu nutzen, haben sie natürlich einfach die Tricks der anderen Gruppen kopiert und übernommen. Das Team mit den tatsächlichen Hackern war dann mit 5 Leuten eigentlich verhältnismäßig klein. Sie haben die Maschinen übernommen und sich tiefer in Unternehmensnetzwerke reingefressen. Haben sie Zugriff auf Administratorrechte, können sie alles machen, eben auch die Ransomware selbst starten, was eigentlich immer das ultimative Ziel war. Selbstverständlich braucht Conti allerdings auch einen Haufen an Systemadministratoren. Sie installieren Software auf den Servern, erstellen Proxys, kaufen Domains, verwalten Accounts, eigentlich alles, was ein normaler Admin auch tut. Das Mitglied mit dem Pseudonym Carter schreibt beispielsweise am 24. November 2021: Hi, wir haben keine Bitcoin mehr. 4 neue Server, 3 VPN-Abos und 22 Erneuerungen stehen bevor. Das sind $960, die ich in 2 Wochen brauche. Tatsächlich passiert es aber auch öfters, dass eben genau solche Zahlungsdeadlines übersehen wurden. So haben sie beispielsweise mehr als einmal vergessen, ihre Server zu bezahlen und deshalb sogar mehr als einmal den Zugriff auf ein komplettes Botnetz verschlammt. Botnetze sind übernommene PCs, die Angriffe ausführen, die die Conti-Gruppe in Auftrag gibt. Auch Domains waren übrigens betroffen und andere Cloud-basierte Services wie zum Beispiel AWS Cloud, zu denen man sich erstmal anmelden musste. Tatsächlich gab es da aber noch 3 weitere Teams. Ist ein Unternehmen gehackt worden, wurde direkt Contis Darknet-Website angezeigt und ein 24/7 Chat-Support wurde angeboten. Dort konnte man dann mit einem Mitarbeiter von Conti chatten und verhandeln und Unterstützung beim Bezahlen bekommen. Dazu war das OSINT-Team da. OSINT steht für Open Source Intelligence. Ihre Aufgabe war dann bei der Verhandlung zu wissen, wie viel das Unternehmen tatsächlich verdient. Denn davon wurde meist ein prozentualer Anteil verlangt. Manche Firmen weigern sich aber natürlich so viel zu bezahlen und so konnte man das Lösegeld sogar häufig drücken. Auf der anderen Seite haben aber auch viele Firmen eine Versicherung, wo die Versicherung für das Lösegeld aufkommt und genau die wollten sie auch wissen. In diesen Fällen war es meist unproblematisch, das Lösegeld zu bekommen, allerdings fiel es meist geringer aus. In den Chats sieht man häufig, dass das eine gute und schlechte Situation ist. Mein Klient hat nur maximal $200.000 und er will nur die Daten zurück. Schau, was ihr damit machen könnt oder der Deal ist geplatzt, schreibt zum Beispiel ein Kunde. An anderer Stelle schreibt Reverse, ein Mitarbeiter von Conti: So läuft es nicht. Sie haben eine Abdeckung. Wir nehmen die und dann war's das. Tatsächlich waren diese OSINT-Tools definitiv ein Punkt, an dem nicht gespart wurde und das hat Gründe. Fast durchgängig hatte Conti Zugriff auf mehrere 10.000 Rechner.
Dabei zu entscheiden, welche Ziele sich lohnen und was nur normale Privatpersonen sind, die gehackt wurden, das ist Arbeit. Der initiale Zugriff war ja meist kein Problem, aber der reicht für gewöhnlich nicht für eine Ransomware. Dazu gab es, wie bereits erwähnt, die Hacker, die dann mehr Rechte erhackt haben, bis sie eben Administrator waren und möglichst viel Zugriff hatten. Da das aber nicht automatisch geht, hat das OSINT-Team die Aufgabe herauszufinden, welcher Server, welcher PC sich am meisten lohnt zu hacken. Und dazu schreibt das Mitglied Bloodrush seinem Manager Bentley, mussten Crunchbase Pro und Zoom-Info-Lizenzen her, um eben genau diese Informationen über ein Unternehmen zu erlangen. Noch faszinierender war allerdings das Projekt Cobalt Strike. Cobalt Strike ist eine kommerzielle Software für Auftragshacker, allerdings die guten Auftragshacker, die danach die Lücken melden, sodass sie gefixt werden können. Allein die Softwarelizenz von Cobalt Strike kostet schon $30.000. Und das macht's für Conti schwer, sie wird ausschließlich an geprüfte Partner verkauft. Klar, sowas gibt's nicht einfach für eine illegale Hackergruppe. Speziell in diesem Fall wurden einem echten, legitimen Unternehmen $30.000 von Conti bezahlt und dann nochmal $30.000 obendrauf für die Lizenz, dass sie Conti eben eine solche besorgen. Ja, ein legitimes Unternehmen hat für Conti, die Ransomware-Gruppe, Cobalt Strike gekauft. Wisst ihr, ich mache häufiger mal Werbung für Firmen, die IT-Mitarbeiter suchen. ITler sind die, die am schwersten zu kriegen sind. Gerade IT-Security, uiuiui. Aber Moment, sind die vielleicht einfach alle in irgendwelchen illegalen Unternehmungen aktiv? Alle bei Conti? 100 Mitarbeiter, alle IT-Security bezogen. Das ist nicht wenig. Naja, aber tatsächlich hat auch Conti Probleme, Mitarbeiter zu finden. Und vor allem auch sie zu behalten. Während der Chatverläufe sind wohl so große Fluktuationen wie bei sonst kaum einem Unternehmen zu beobachten. Wachstum, Leute, die nicht zur Arbeit erscheinen, um all das kümmert sich die nächste Abteilung. Und zwar Human Resources bei der wirtschaftlich größten Ransomware-Gruppe. Mit nur 4 Mitgliedern mit den Decknamen Kargas, Salamandra, Ford und Viper ist diese Abteilung zwar relativ klein, hat aber alle Hände voll zu tun. Tatsächlich gab es ein paar Stellenausschreibungen auf Contis Darknet-Seite, aber darüber ist wohl kaum jemand auf Conti aktiv zugekommen. Stattdessen ist Conti wohl dazu übergegangen und hat sich, modern wie sie sind, bei ihren zukünftigen Mitarbeitern als Arbeitgeber beworben. Ihre OPSEC-Richtlinien verbieten allerdings jegliche Spuren zu hinterlassen. Es ist also nicht möglich, ein Jobangebot bei einer legitimen Seite zu posten. Stattdessen haben sie sich im Darknet Zugriff auf den Webserver von Headhunter.ru, einem russischsprachigen Jobportal, gekauft. Und dort dann einfach die Lebensläufe alle ausgelesen und die E-Mail-Adressen bekommen. Das heißt, Conti hat einfach E-Mails geschrieben an all die Leute, die auf dieser Plattform registriert waren, die auf ihr Profil gepasst haben. Und ja, dann kam es halt mal vor, dass man ein Jobangebot von der größten Ransomware-Gruppe der ganzen Welt in seinem E-Mail-Postfach hatte. Es gab sogar Auszüge aus dem Chat, wo sich ein Conti-Mitglied beschwert, dass irgendwie alle Lebensläufe schon mal durchgenommen wurden und niemand mehr irgendwie gepasst hat. An anderer Stelle wird eine Zahl genannt. 25-30% aller registrierten Leute auf dieser Plattform wurden angeschrieben. Ich bin mir nicht sicher, aber ich nehme an, dass sich das nur auf passende Leute bezieht. Wenn also jemand aus dieser Abteilung einen Kandidaten findet, dann wird sein Lebenslauf komplett anonymisiert und an den Teamlead der passenden Abteilung geschickt, also zum Beispiel die Coder oder die Tester oder die Crypter. HR ist dann tatsächlich nur dazu da, um zwischen Teamlead und Bewerbern Nachrichten zu anonymisieren. Allerdings konnten einige Kandidaten von den Forschern easy über ihre Joberfahrung identifiziert werden. Die stehen ja auch auf dem Portal drauf. Passende Stelle, aber um mit dem Klischee Jung sitzt im Keller aufzuräumen, mal ganz kurz. Ein Kandidat hat in seinem Lebenslauf Erfahrung mit PHP, einer Programmiersprache, seit 1998 gelistet. Und generelle Programmiererfahrung schon seit 1980. Ja, ihr könnt selber rechnen, dass der nicht mehr ganz so jung ist. Er schreibt auch, er hat eine Higher Education, was so viel heißt wie Studium. Die passenden Kandidaten wurden dann anschließend via Chat interviewt, meist in Telegram, und wenn sie passen, dann kamen sie eben ins Team rein.
Conti auf der anderen Seite warb tatsächlich mit hohen Gehältern, spannenden Aufgaben und Karrierewachstum. Ja, kein Witz. Und selbst bei der größten Ransomware-Gruppe der ganzen Welt steht Marketing Blabla in Jobangeboten. Tatsächlich hatte Conti allerdings einige sehr innovative Ideen für Mitarbeiterprogramme. Speziell der Chef des Ganzen, Stern, hat sich einiges einfallen lassen. Wenn beispielsweise ein neuer Mitarbeiter geworben wurde, der länger als einen Monat dann geblieben ist, hat der werbende Mitarbeiter, also der ihn angeschleppt hat, einen vollen Monatslohn-Bonus bekommen. Apropos Bezahlung. Das Verhandlungsteam wurde auf Kommissionsbasis bezahlt, also zwischen 0,5 und 1% der gesamten gezahlten Ransoms. Das konnte in einem Jahr tatsächlich mal 1 Million bedeuten, wenn man da Mitglied war. Coder und manche andere Manager hatten aber sogar ein festes Gehalt. Das belief sich auf 1.000 bis 2.000 Dollar umgerechnet. Das ist bis zu 3-mal so hoch wie das Durchschnittsgehalt zu dieser Zeit in Russland. Tatsächlich hatte Conti sogar ein Mitarbeiter des Monats-Programm. Die Manager nahmen diesen Award tatsächlich sogar sehr ernst und diskutierten lange darüber, wer der Mitarbeiter des Monats wird. Belohnt wurde derjenige mit einer extra Zahlung. Sie basierte auf der Strafe, die die anderen Conti-Mitarbeiter bekommen konnten. Denn klar, illegale Unternehmung, man kann jetzt nicht sich so sicher sein, dass jeder wirklich die ganze Zeit arbeitet. Wenn also jemand unentschuldigt fehlte, gab es auch mal Monate ohne Lohn, wie Silver hier zum Beispiel schreibt. Auch für schlimme technische Fehler wurden gelegentlich Bußgelder verhängt. Aber auch insgesamt war die Moral nicht immer hoch. Laut Vertragsverhandlungen gäbe es zwar 2 Tage frei die Woche, die Praxis sah aber meist vor, dass zumindest das Hacking-Team die ganze Zeit arbeiten musste. Sogar an Neujahr, das in Russland ziemlich groß gefeiert wird. Trotz allem hatten auch die Conti-Teams, zumindest teilweise, alles, was zu moderner Arbeit dazugehört. Sogar Retrospective Meetings gab es, also da wurde dann besprochen, was könnte man besser machen, was lief gut, wo sollte man den Fokus in nächster Zeit drauf legen. Das, was man eigentlich in einem IT-Team normalerweise macht. Faszinierend, wenn man bedenkt, dass das bei vielen Firmen immer noch heute gar nicht mehr angekommen ist. Bei normalen Firmen. Doch Conti war teilweise so normal, dass manche Mitarbeiter nicht mal mitbekamen, dass sie eigentlich Teil einer kriminellen Organisation waren. Zulass beispielsweise, der vermutlich hinter der Malware Trickbot steckt, sprach seinen Manager an, warum denn eigentlich alles so anonym läuft. Er nennt sogar seinen richtigen Namen. Sein Manager bringt es aber trotzdem nicht übers Herz, ihm die Wahrheit zu sagen und sagt nur, dass er Software für ein Werbeanalyse-System schreibt. Und er ist tatsächlich kein Einzelfall. Generell kennen sich einige der Mitarbeiter privat, leihen sich Geld, haben Face-to-Face-Meetings oder trinken sogar ein Gläschen Wein mit der Familie. Als es Skippy allerdings bewusst wird, dass er Teil von Conti ist und er aussteigen will, schreibt er hat Angst, weil er 2 Kinder hat und nicht gefasst werden will. Ja, auch Hacker sind Menschen. Das Ganze geht sogar noch weiter. Target, ein hochrangiger Manager, wenn nicht sogar Sterns rechte Hand, ist dafür verantwortlich, einige richtige Büros anzumieten. Also wirklich Räume. Diese wurden hauptsächlich von den Testern und den OS-Int-Teams benutzt. Selbst solche alltäglichen Probleme wie frisch gestrichene Türen werden in den Chats auch festgehalten. Wir haben mit den Conti-Leaks Details zu einer der größten Untergrundorganisationen der Welt bekommen, vermutlich der größten im Hacking-Bereich. Doch der Leak und die schon bestehenden Probleme forderten der Gruppe einiges ab. Stern, der Chefchef, ist quasi seit Mitte Januar von der Bildfläche verschwunden, also vor dem Leak noch. Zwischen Januar und Februar wurden schon einige Gehälter nicht gezahlt und ein paar Tage vor dem Leak schreibt Francis, alle sollen sich ein paar Monate zurückziehen und neu formieren, weil sie so im öffentlichen Fokus standen. Gerade durch die Anonymität, die viele vor allem in den höheren Rängen bewahrt haben, ist es nicht unwahrscheinlich, dass sich Conti neu formiert. Einige der normalen Mitglieder konnten identifiziert werden, aber ich nehme nicht an, dass Russland sich aktuell darum kümmern wird. Und so können wir vermuten, dass sich die Gruppe kleiner und schwächer, aber definitiv wieder formieren wird. Also, all das für nichts? Naja, nicht ganz. Wir können aus diesem Leak wahnsinnig viel mitnehmen. Die Organisation, die auch eine Ransomware-Gruppe verlangt, ist nicht ohne. Keine kleinen Kinder mehr, die einfach alleine im Keller sitzen.
Gehälter, Dienstleistungen und Softwareentwicklung, all das will bezahlt werden, wie in jedem anderen Unternehmen auch. Wenn unsere Firmen aufhören, Lösegelder zu bezahlen, wird es immer schwerer für Unternehmen wie Conti zu existieren. Fehlt das Geld, gehen sie vielleicht in einen anderen Markt. Mit ihren Talenten wäre das vermutlich eine Kleinigkeit für sie. Auch die Sicherheit hochzuschrauben für unsere Unternehmen ist eine Stellschraube. Ist es schwerer einzudringen, braucht Conti mehr Mitarbeiter, die sie bezahlen müssen. Aber es ist eines hoffentlich klar geworden: Conti konnte sich ihre Opfer raussuchen. Sie haben sich natürlich die hochrangigen Unternehmen rausgesucht und das waren die mit mehr als 100 Millionen Dollar Umsatz im Jahr. Je kleiner das zu hackende Unternehmen, desto kleiner muss die Ransomware-Gruppe sein. Wir haben also noch viel zu tun, wenn das nicht mehr geschehen soll. Also auf geht's. Einer der wichtigsten Punkte ist hierzu vermutlich Bildung und die könnt ihr euch gratis auf meiner Website, der Bootstrap Academy, holen. Mittlerweile sind wir deutlich weiter mit der Software und ihr habt nun auch die Möglichkeit, selbst Webinare zu halten und zu besuchen natürlich auch. Schickt mir dazu einfach Nachweise von eurem Studium oder ähnliches über die Website und ich schalte euch frei. Ich freue mich darauf, mit euch gemeinsam Wissen zu verbreiten. Danke!